Herzlich willkommen zu deiner ersten Gitarrenstunde. Heute lernen wir E-Moll. Spiel. Du spielst schon länger Gitarre und fragst dich vielleicht, könnte ich das auch unterrichten? Jeder kennt dich schon als denjenigen, der immer Gitarre spielt, und manchmal kommt auch die Frage, kannst du mir das auch einmal zeigen? Vielleicht hast du ja schon mal unterrichtet, jemandem was gezeigt und hast gemerkt, wie viel Spaß das machen kann. Heute zeige ich dir, was alles dazugehört, damit du Gitarre auch erfolgreich unterrichten kannst als Gitarrenlehrer, und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Es gibt 3 zentrale Bereiche, die du brauchst, wenn du als Gitarrenlehrer wirklich durchstarten willst, unterrichten möchtest und dir ein Standbein aufbauen willst. Nicht ein Zertifikat oder so oder einen Abschluss, sondern damit du deinen Schülern auch wirklich etwas vermitteln kannst, helfen kannst, dass sie besser werden, motiviert bleiben und selbst mit einem sicheren Gefühl auftreten kannst. Der erste Teil ist ziemlich klar, du brauchst ein sicheres Fundament an Spieltechnik. Aber, und das ist ganz wichtig, es geht nicht nur darum, irgendwie perfekt zu spielen, ein Virtuose zu sein, sondern darum, genau das, was du beherrschst, auch strukturiert und klar weiterzugeben. Dazu gehört einfaches Melodiespiel, sich selbst zu begleiten, einfaches Schlagmuster, Zupfmuster, und du musst lernen, auch Fehler zu erkennen. Also was macht der Schüler falsch und warum funktioniert es nicht, und sie so zu erklären dann, dass es der Schüler auch wirklich versteht und weiterkommt. Du brauchst auch ein Repertoire, also Unterrichtsmaterial, das du verwendest in deinem Unterricht. Da sucht sich gefühlt jeder Lehrer etwas selbst irgendwie zusammen, schustert es mit Zetteln zusammen. Ich habe daraus ein Buch gemacht, also mit den besten Inhalten, einfach meiner Methode. Ich verlinke es dir unten. Du musst auch lernen, flexibel zu agieren. Anfänger, fortgeschrittene Kinder, Erwachsene. Ich selbst habe mich auf den Unterricht mit erwachsenen Schülern spezialisiert, und ja, weil ich auch etwas später angefangen habe, Gitarre zu lernen, liegen mir erwachsene Gitarrenschüler besonders am Herzen. Da ist noch zu erwähnen, ich kenne auch viele Virtuosen, wenn du denkst, ich bin doch nicht so gut, ich kann doch nicht unterrichten. Ich kenne viele, die irre gut Gitarre spielen, aber irgendwie keine Ahnung haben, wie sie etwas weitergeben sollen oder können oder wollen. Keine Ahnung, aber es funktioniert einfach nicht. Und du kannst so gut spielen, wie du willst, wenn du es nicht weitergeben kannst, ja, hat keiner was davon. Und da kommen die anderen Punkte ins Spiel. Und der zweite, auch sehr essentielle Punkt ist Musiktheorie, dein Werkzeugkasten für die Musik verständlich auch zu erklären, Musiktheorie und Noten. Und keine Sorge, viele Gitarristen haben ja fast Angst vor Musiktheorie und Noten. Es geht hier nicht um trockene Theorie, Formeln, und du musst auch keine Jazz-Analyse hier irgendwie schreiben oder mit Mozart oder Beethoven diskutieren. Aber wenn du die Schüler begleiten möchtest, kannst du ihnen die Essenz der Musik auch vermitteln, und es ist wirklich faszinierend, diese Sprache zu sprechen, was du mit Musik alles anstellen kannst. Du solltest also ein paar Dinge wissen und auch erklären können, zum Beispiel wie Akkorde aufgebaut sind, einfache Tonleitern, was ist eine Tonleiter, warum ein Song so klingt, wie er klingt, was ist die Magie eben hinter der Musik, wie kann man die am einfachsten auch verstehen, weil es hat jeder in sich diesen Aufbau, jeder kann irgendwie singen, jeder kann laut, leise singen, und das ist eigentlich die Essenz, und das zu übertragen auf die Noten ist das, auf was es dann auch ankommt, und das richtig zu erklären. Du brauchst einfach dieses Fundament. Du kannst natürlich sagen, spiel alles nach Gehör. Und klar, das funktioniert ja oft, besonders beim Flamenco oder Blues, wo es viel ums Hören und ums Nachahmen geht. Aber wenn du als Lehrer wirklich auch selbstbewusst, sage ich mal, auftreten willst, brauchst du einfach mehr als nur Gehör. Gehör ist natürlich top,
Aber du brauchst eine gemeinsame Sprache mit allen Musikern, mit deinen Schülern, ein klares Verständnis, das du auch weitergeben kannst, auch um irgendwie spontan reagieren zu können, Fragen zu beantworten. Und ja, viele Gitarristen vor allem sind ja bekannt dafür, dass sie Respekt vor Musiktheorie haben, sage ich mal, oder vor Noten. Aber ganz ehrlich, am Ende macht das Ganze nur viel leichter. Noten geben dir die Sicherheit, du kannst Stücke selbstständig erarbeiten, also du hast einen Notenzettel und kannst dir ein Stück selbstständig erarbeiten, was nur mit Tabulatur ziemlich schwer möglich ist. Und für mich ist es eines der schönsten Dinge, wenn vor mir ein Notenzettel liegt, den einfach runterzuspielen, Ton für Ton. Es erklingt plötzlich Musik aus einem Blatt Papier, dir und deiner Gitarre. Etwas Schöneres gibt es fast nicht. Nun kommen wir zum dritten Teil, der wirklich auch sehr viel verändert hat bei mir. Und das ist der Teil Didaktik. Wie vermittle ich etwas? Wie strukturiere ich den Unterricht so, dass er auch Sinn macht, dass er Spaß macht, dass die Schüler auch motiviert bleiben? Also wie motiviere ich meine Schüler dran zu bleiben, gerade dann, wenn es mal auch nicht so läuft, und das kennt jeder Gitarrist. Du brauchst einfach klare Methoden, wie du Inhalte aufbereiten kannst, um sie weiterzugeben. Sehr wichtig ist, dass du den Schülern gutes Feedback gibst, dass du sie nicht demotivierst. Und das kann auch wirklich kompliziert und schwierig sein. Und da gibt es einfache Tools und Techniken, die man am besten anwendet, damit man mit der Sprache nicht irgendwie was kaputt macht. Denn viele Menschen haben als Kind schon schlechte Erfahrungen mit Musik gemacht, mit Gitarrenunterricht. Sie wurden irgendwie überfordert, unterfordert auch und haben dann einfach aufgegeben. Und das ist natürlich so schade. Und genau deshalb ist die Didaktik, also wie vermittle ich etwas, wie gehe ich auch mit dem Menschen um, ist natürlich eine menschliche Komponente, auch Priorität Nummer 1 für mich. Und das Tragische ist, diesen Teil lernen viele nie. Und so werden dann aus großartigen Gitarristen auch manchmal mittelklassige Lehrer, weil sie einfach diese Tools, diese Werkzeuge nie gelernt haben und ihnen dann was fehlt, sie unsicher sind und den Schüler natürlich dann auch verunsichern. Ich sage nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, natürlich, aber genau hier passieren dann die entscheidenden Fehler. Der nächste Punkt ist ein Bereich, über den fast niemand spricht, den man auch nicht an der Musikuniversität lernt. Das ist leider so. Aber jeder, der irgendwann mal ernsthaft unterrichten will, fragt sich früher oder später, wie finde ich eigentlich Schüler? Wie mache ich auf mich aufmerksam, ohne dass es irgendwie nervt? Oder was darf ich eigentlich verlangen auch? Das ist auch kein unwichtiger Punkt, wenn man unterrichtet und das professionell macht oder sich nebenher ein Einkommen aufbauen will. Ja, gerade viele ambitionierte Gitarristen, die überlegen zu unterrichten, fühlen sich hier überfordert, weil sie nicht wissen, wie sie online sichtbar werden, wie sie sich vermarkten können sozusagen, ohne sich irgendwie zu verbiegen oder den Hampelmann zu spielen für andere. Oder weil sie vielleicht nicht wissen, wie sie ihre Zielgruppe ansprechen können oder sie nicht wissen, ob die Online-Präsenz professionell genug wirkt. Am wichtigsten ist hier, dass du dich nicht verbiegst, dass du dich authentisch auch positionierst, ganz ohne den Hampelmann zu spielen für andere, und dass du auch Content erstellst, der auch gesehen und verstanden wird. Auf Instagram, YouTube, sonst wo, denn das ist ja deine Zeit und das soll sich ja irgendwo auch zum Schluss lohnen. Also diesen Content kann man so aufbereiten, dass er auch gesehen wird, dass er dir am Ende des Tages auch monetär was bringt. Denn wenn du Profi bist, gibst du ja was weiter. Heutzutage ist das ja schon so, dass jeder das gratis macht und jeder hat das Gefühl, 30 Jahre lange Unterrichtserfahrung von einem Meister, ja, das haut man einfach so auf YouTube raus, findet man alles. Das finde ich total schade und da wird der Wert dieser Musiker und dieser Lehrer auch total unterschätzt und unter Wert verkauft. So leidet natürlich auch die Qualität und letztendlich auch die Gitarre darunter.
Also du brauchst Sichtbarkeit, Online-Präsenz heutzutage, wenn du nicht nur spielen und ein Hobby betreiben, sondern auch erfolgreich unterrichten möchtest. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich habe das Wissen und die Erfahrung, aber ich brauche noch die Struktur und die Anleitung, diese Tipps, diese Tools an die Hand, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. In unserer neuen Gitarrenlehrer-Ausbildung, Gitarrenlehrer-Zertifikat, begleite ich dich und andere Lehrer, die auch Uni-Abschluss haben oder Professoren auf der Uni sind, persönlich. Du bekommst ein vollständiges Zertifikatsprogramm, das aus diesen 4 Modulen eben besteht. Du kannst es von zu Hause aus in deinem eigenen Tempo machen, berufsbegleitend. Eine Online-Plattform, eine Lernplattform steht im Hintergrund bereit zum Lernen, wann du Zeit hast. Das Hauptfach Gitarre ist der erste große Punkt. Mit dem 1:1 Unterricht findet alle 2 Wochen statt, um einfach deine Technik zu verbessern. Der zweite Punkt ist Musiktheorie. Du lernst über eine Online-Plattform und ein Live-Seminar, damit du die Musik wirklich endlich auch verstehen kannst, und es wird dir sehr verständlich und einfach erklärt und du wirst irgendwann froh sein, dass du die Musiktheorie dir draufgepackt hast. Dritter Teil ist Didaktik, Unterrichtspraxis. Du lernst, wie du Unterricht aufbaust, wie du ihn planst, wie du Feedback gibst, ja, und wie du einfach motivierend und strukturiert unterrichtest. Der vierte Punkt, wie gesagt, sehr wichtig, Business, Selbstvermarktung für deinen professionellen Auftritt als Lehrer, inklusive Preisgestaltung, Social-Media-Strategie und auch Schülergewinnung. Du bekommst zusätzlich auch gedruckte Fachbücher zu dir nach Hause geliefert. Ja, das ist auch sehr wichtig, um Lernunterlagen zu haben, sich da Anmerkungen zu machen, nicht nur online irgendwie in einen Bildschirm reinzuschauen. Und am Ende bekommst du ein Zertifikat, das deine Qualifikation als Gitarrenlehrer bestätigt. Du kannst ganz offiziell mit den Unterlagen und den Tools von der Guitar School auch unterrichten und hast uns als Sparringpartner im Hintergrund. Ja, wenn das interessant für dich klingt, wenn du willst, dann bewirb dich unten über den Link. Du bekommst 1, 2, 3 Fragen, damit wir dich etwas besser einschätzen können, und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und deinen Weg zum Gitarrenlehrer gemeinsam zu planen und zu gestalten. Viel Spaß weiterhin mit der Gitarre. Dein Norman von Guitar School.